Anführungszeichen sozusagen, als Sie ihm in netter Weise überlassen haben, gelesen, habe aber tatsächlich jetzt sozusagen nur nochmal auf diesen Titel verweisen wollen, weil sozusagen klar war, die Auseinandersetzung fängt sehr früh an, aber das ist sozusagen eigentlich, es ist eine andere Geschichte. Es ist sozusagen von dem jungen Hux, der sich der Literaturgeschichte nähert und der versucht sozusagen auszuloten, wie es da verteilt ist, aber die Auseinandersetzung 76, zumindest so wie ich sie jetzt sozusagen verstanden habe, rekurriert ja eigentlich sozusagen auf eine Auseinandersetzung zwischen Schriftstellern oder zwischen Intellektuellen im literarischen Feld und hat in dem Sinne sozusagen damit unmittelbar gar nicht so viel zu tun. Okay, ja, ich würde sozusagen als Entwicklungslinie beschreiben, und es gab am Anfang eine eher deskriptive Haltung zu dem Ganzen. 1976 wird es dann zu einer klaren Polarität, in der Hux parteilich wird, und diese Parteilichkeit ist dann 2002 nochmal in einem hohen Maße gesteigert. Ich habe mir, als ich die Diskussion heute verfolgte, überlegt und habe mich gefragt, ob in dieser besonderen Bedeutung, die dieser Debatte zwischen Klassik und Romantik zugemessen wird, nicht eine, ich sag's mal zugespitzt, Überschätzung der Bedeutung des Schriftstellers im gesellschaftspolitischen Raum auch steckt. Sind nicht die Konflikte, die zum Untergang der DDR geführt haben, doch noch ganz andere, und die Grundlagen und Ursachen, die zum Untergang der DDR geführt haben, noch ganz andere als romantische Flausen von irgendwelchen Schriftstellern, die für E.T. Hoffmann oder Friedrich Schlegel geschwärmt oder auch nicht geschwärmt haben. Also gab es nicht eine reale Basis des Ganzen, die wir eigentlich viel wichtiger nehmen müssten als dieses Überbauphänomen, um in einer marxistischen Terminologie zu sprechen. Mag dazu jemand aus der Runde was sagen? Wer darf? Naja, das Problem ist halt folgendes: dieser sogenannte Systemgegensatz, den es da gegeben hat, dieser Streit zweier Systeme, fand ja statt zwischen einem System, das von sich behauptet, es sei gar keine Idee, sondern naturwüchsig. Das ist einfach die richtige Art zu leben, dieser Markt und so weiter. Also wir sind am Ziel der Geschichte angekommen. Und einem anderen System, das tatsächlich so materialistisch sozusagen die Lehre war, auf der es fußte, von Ideen ausging. Das heißt, dass die Überschätzung des Schriftstellers bis hin zu Phänomenen wie, was mit Dissidenten passiert ist, wie Leute geschuriegelt wurden und so weiter, sozusagen in der Natur der Sache liegt, wenn ich eine geplante Gesellschaft habe. Hux hat immer wieder betont, der Unterschied sozusagen zwischen der Linken, der er sich zugerechnet hätte, und allem anderen sei der, er nennt es einmal zugespitzt, die unnatürliche Welt, die Welt des Naturrechts. Das heißt, das Naturrecht, das mit der Aufklärung in die Welt kommt, ist ja die Vorstellung, alle Menschen haben bestimmte Rechte, weil sie Menschen sind. Nur ist das was sehr Unnatürliches, denn in der Natur, im Dschungel hat man gar keine Rechte. Dem Tiger ist es egal, wie ich geboren bin und ob ich denken kann. Aber ähnlich wie mit dem Begriff des Materialismus ist dieser Begriff des Naturrechts ein Versuch, programmatisch etwas durchzusetzen auf der Basis einer bestimmten Analyse von wie die Dinge sind. Also die Aufklärer sagen, die Menschen sind so und so, aber wir wollen die maximal emanzipierte Gesellschaft. In dem Punkt ist der Sozialismus ein Erbe. Und das Dilemma, in das sich Hux gestellt sah, meiner Meinung nach, ist dasjenige, wie kann ich die ganze Zeit Ideen verteidigen, ohne Idealist zu werden? Und ich denke, dass daher auch diese Geheimdienstgeschichten und so weiter kommen. Das heißt, da es sehr, sehr schwer ist, nachzuweisen, irgendein Überbau, haben Sie es genannt, irgendein Phänomen im Bereich der Kultur oder der Ideen oder der Philosophie ist nun direkt bezahlt. Also noch der vulgärste Materialist stellt sich das eben nicht so vor, dass irgendjemand zu Hegel kommt und sagt, jetzt rechtfertige mal den preußischen Staat, du darfst gerne mit der absoluten Idee anfangen, sondern die Vorstellung ist ja die, dass sozusagen eine Art Selektion stattfindet, wie bei Darwin. Diejenigen, die das Genehme erzählen, die werden automatisch in einer naturwüchsigen Gesellschaft, in einer Gesellschaft nach dem Profitprinzip und so weiter, so ausgesucht, dass immer oben auf den Professorenrängen und so weiter diejenigen sein werden, die am nützlichsten sind. Und das muss im Sozialismus, wo von einer Idee ausgegangen wird, die Debatte leisten. Weil es da nicht diese automatische Geschichte gibt, denn die sagen ja, wir wollen es planen. Wir wollen eine Planwirtschaft, also wollen wir im weitesten Sinne auch eine Plankultur. Und das Problem, in das Hux sich immer gestellt sah, wenn er diskutiert hat über die Kulturpolitik der SED, er hat ja nicht nur Schriftsteller, er hat ja sich auch damit auseinandergesetzt, war immer das, wie kann ich sozusagen die maximale Treue zu diesen Ideen, die wir haben, sicherstellen, ohne dass ich den Anschein erwecke, es geht mir nur um Ideen und nicht um Arten des Lebens. Und da hat er meines Erachtens richtig gesehen, dass der Weg nicht der ist, Produktionsstücke zu schreiben und über die Basis zu reden, über den Nichtüberbau, sondern ich denke, sein Prinzip war, jeder kehre vor seiner Tür. Das heißt, wenn ich ein Intellektueller bin, dann muss ich sozusagen die
Ich paraphrasiere jetzt einfach Hux. Ich weiß, also es geht nicht darum, ob das in jedem einzelnen Punkt stimmt. Dann muss ich eben da vor dieser Tür kehren und muss da die reaktionären Tendenzen angreifen. Was nicht heißt, dass ich nicht jederzeit, wenn irgendwo anders was passiert, sozusagen, was ich reaktionär finde, ich dazu nicht auch Stellung nehme, nur in sehr begrenzterem Ausmaß. Als er das Biermann-Ding geschrieben hatte, kam, ich weiß nicht, vielleicht weiß es jemand, wer es war, aber irgendein hoher SED-Funktionär zu ihm und beglückwünschte ihn dazu und stellte ihm, glaube ich, die Frage, wollen Sie nicht öfter schreiben? Und daraufhin sagte er, und das ist, denke ich, die Antwort zum Basisüberbauproblem, wenn man so eine Schriftstellerbegrifflichkeit hat wie Hux, darauf sagt er, wollen Sie aus mir einen Journalisten machen? Und das heißt, Sie haben schon recht, mit der Frage ging es nicht um ganz andere Dinge. Das Problem ist, soweit es um die Romantikdebatte ging, ging es nicht um andere Dinge, weil er eben nicht wollte, dass man aus ihm einen Journalisten macht. Ja, also nur ergänzend dazu. Ich glaube, der Stellenwert der Schriftsteller, Literaten, überhaupt der Kunstproduktion im Sozialismus ist notgedrungenermaßen ein anderer, weil die Steuerungsinstanz im Sozialismus einfach eine andere ist als die der reinen Ökonomie. Zwar konnte sich kein sozialistisches Land sozusagen aus dem Weltmarkt ausklinken und musste demzufolge natürlich nach ökonomischen Parametern auch funktionieren, aber das eigentliche Medium, wo gesellschaftliche Probleme verhandelt werden, ist eigentlich so eine Mischung aus Sprache und Politik. Und wenn man das hat, dass man also nicht nach bürgerlichen Maßstäben politisch handeln muss, indem man sagt, ja, wir haben hier 500 Millionen Währungseinheiten, sage ich jetzt mal, und wir müssen die so und so verteilen und das müssen wir so und so machen, darüber wird im Sozialismus nicht geredet. Da werden die Bedürfnisse eigentlich in einer idealtypischen sozialistischen Gesellschaft stehen oben an. Dann sagt man, okay, die müssen erstmal befriedigt werden und dann können wir den Rest verteilen. Und deswegen ist ein Stellenwert von Sprache und Politik ein anderer als im kapitalistischen System. Und demzufolge sind auch die Schriftsteller in einem viel höheren, größeren Maße mit einem gesellschaftlichen Stellenwert behaftet, der in einer ökonomischen, marktwirtschaftlichen Gesellschaft undenkbar ist. Und deswegen auch, der Hinweis kam ja vorhin, also solche Debatten kennt man aus anderen gesellschaftlichen Systemen so gut wie nicht. Jedenfalls nicht mit dem Resonanzboden und nicht mit der Offiziosität. Ja. Es gibt aber, glaube ich, schon noch einen Punkt, der darüber geht, weil also die Intervention, die Hux da betreibt, geht ja darauf zurück, dass er sagt, wir befinden uns hier immer noch im Kalten Krieg, und es ist dann im späteren Text, wo er sagt, sozusagen, das, was im Kalten Krieg passiert ist, ist eigentlich die Verkriegswerkzeugung der Kunst. Und